Das bin ich, kurz bevor ein Kindheitstraum für mich endlich in Erfüllung geht. Denn vor über 8 Jahren habe ich mir geschworen, eines Tages Cataclysm zu schaffen. Eines der legendärsten Level in Geometry Dash. In diesem Video erzähle ich, wie ich mich von meinen ersten Versuchen bis zu diesem Moment durchgekämpft habe. Mit allen Rückschlägen, Fortschritten und Emotionen, die ich bei meinen ersten Extreme Demon erlebt habe. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Es fing alles an mit meiner allerersten Copy von Cataclysm am 21. Januar 2017. Cool, dass ich das hingeschrieben habe. Nach meiner Completion von Acropolis, meinen damaligen Hardest, setzte ich mir direkt ein neues Ziel. Cataclysm sollte es sein und ich wusste, das wird eine Herausforderung. Ich startete die ersten Runs und erzielte nach einiger Zeit meinen besten Run. 64 bis 100%, was vor allem den schwierigen Chip-Part am Ende umfasst. Doch kurz nachdem ich angefangen hatte, Cataclysm ernsthaft zu spielen, habe ich Geometry Dash komplett gequittet. Ich war raus, mehrere Jahre lang. Und erst dieses Jahr, im April, kam mein großes Comeback. Nach so vielen Jahren habe ich mich Stück für Stück wieder hochgearbeitet, bin stärker geworden als früher und irgendwann stand fest, ich will Cataclysm zurückholen und ich will es live schaffen. Also habe ich das Level wieder geöffnet, alle Parts geübt und mir wurde sofort klar, dieses Level hat noch einiges mehr für mich parat. Der Anfang von Cataclysm beginnt mit einem ikonischen Wave-Part und der hat es in sich. Mehrere Größenwechsel, enge Passagen, schnelle Switches und alles in einem brutalen Tempo. Ich habe mir hier einfach angewöhnt, 2 Klicks zwischen den Portalen zu machen. Der Rest vom Wave-Part ist Übungssache. Man kann sich aber merken, dass man etwas mehr Zeit hat, als man eigentlich denkt. Was danach kommt, ist für Cataclysm eigentlich ziemlich chillig. Der Ship, Ball und UFO-Part sind nicht so dramatisch. Auch wenn die Speed-Switches beim Ball-Part etwas gewöhnungsbedürftig waren, habe ich sie mit einiger Zeit hinbekommen. Doch dann kommt dieser Strakefly aus der Hölle, der mich mehrfach off guard erwischt hat. Den fand ich am Anfang wirklich extrem schwer. Der Minicube, danach ist ein bisschen CPS-heavy, aber da kann man sich tatsächlich 2 Klicks sparen, wenn man hier an dieser einen Stelle einfach springt. Und dann, kurze Zeit später, kommt der Abschnitt, der mich komplett zerstört hat. Die Chip-Passagen. Oh mein Gott. Ich habe diesen Part wirklich hunderte Male geübt, Freunde. Und dann sind da noch diese 2 kleinen Clubset-Monster zwischendurch. Durch die beiden durchzufliegen ist unfassbar präzise. Und abgesehen davon ist der Rest von Abschnitt eigentlich relativ entspannt. Bis auf den allerletzten Strakefly, der da unbedingt noch platziert werden musste. Also wenn ich diesen Part irgendwie passe, sind es dann letztendlich nur noch die Nerven, die mitspielen, die ich bis zum Schluss bewahren muss, damit ich diesen relativ einfachen Wave-Part und Strakefly zum Schluss überstehen kann. Und somit war ich bereit für meinen allerersten Livestream. Leute, herzlich willkommen zum allerersten Livestream. Man hört mich endlich. Heute ist ein großer Tag. Heute zocken wir Cataclysm. Also ich habe einige Runs geschafft und zwar von 63 bis 100 schon 16 Mal. Und ich hatte sogar einige Runs jetzt hier auch sogar von 35, 6 Mal bis 100% geschafft. Ist schon echt solid. Ich denke, ich habe heute gute Chancen, das vielleicht sogar direkt zu schaffen, aber mal schauen. Aber jetzt vor so vielen Leuten zu zocken, ist dann natürlich auch noch mehr Anspannung da. Digga, wenn ich da an diesen scheiß Strakefly sterbe, dann fresse ich wirklich einen Besen. Das war schon mal der erste coole Run, den wir gehittet haben, von 64%. Was ist eigentlich das schwerste Level, was du geschafft hast? Momentan Necropolis. Oder nee, ich habe ICDX schon geschafft. Das ist mein neues Hardest. Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis der erste richtig gute Run kam. Von 35%, Freunde. Und das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, okay, das könnte heute wirklich etwas werden. Oh. Let's go. Das ist ein geiler Run gewesen. Alter, Diamond Dash, du hast 1 Euro donated. What the fuck? Danke, Mann. Ich wusste gar nicht, dass ich das eingestellt habe. Vielen Dank für die allererste Spende auf diesem Kanal. Danke. Dicker. Hört auf zu spenden, ich habe noch keine Alerts eingestellt. What the fuck? Danke, Mann. Danke für die 10 Euro, M-Nox. Junge, was seid ihr alles für Ehrenmänner? Welches Extreme Demon willst du jetzt anfangen? Ich fange noch gerade Cataclysm an. Du siehst, mein Lieber. Aber wenn du meinst, danach wäre Allegiance dran. Nach Allegiance dann Renovant und dann Anathema. Das wäre wirklich der Progress of a Lifetime, wenn ich das mache. Ja, zu der Frage mit den Normal Mode Attempts. Ich würde noch ein bisschen die erste Wave practicen. Und dann können wir da mal reingehen. Ich habe auch richtig Bock, in Normal Mode schon zu zocken. Ich glaube, es wäre besser, erstmal noch ein bisschen consistent zu werden, dass ich hier das Ende nicht verkacke. Digga, was ist das eigentlich für ein Run gerade? Digga, nein. Das wäre legendär gewesen. Ey, da wäre ich aber auch low-key sauer gewesen, hätte ich den gehittet. Wie von 0. Ja, ich glaube, ich bin auch ready. Das waren schon gerade hintereinander 2 gute Runs. Und das heute geht wirklich ein Kindheitstraum in Erfüllung, wisst ihr? Wenn selbst EVW das schafft, also hat er auch vor einigen Jahren geschafft, ne? Aber wenn der heutzutage schon Erebus schafft, der Typ ist fucking 40 oder so. Wie alt bist du denn? Ich bin 24 Jahre alt.
momentan. Aber diesen Monat werde ich 25 am 18. September. Ja, der erste Drop Attempt. Oh. Ah, da ist mein Best. Das ist 26%. Den Kataklysmus findest du nicht geil als erstes Extreme Demon. Warum? Also ich finde, das ist wirklich das Level, was man zocken sollte. Und kurz nachdem ich meine ersten richtigen Normal Mode Attempts gestartet habe und ein paar Mal die Wave gepasst habe, passierte etwas, womit ich absolut nicht gerechnet hätte. Ich legte einen unfassbar kranken Flug hin. Dieses Level hat so viel ins Rollen gebracht. Ich halte mein Maul. Nein, nein. Oh mein Gott. Nein, das wäre legendär. Das wäre aber auch zu krass gewesen. Da muss ich mich mal kurz selber nerven, Leute. Das fühlt sich so geil an, Alter. Holy shit. Das ist nochmal eine komplett andere Sache, vor so vielen Leuten das zu zocken. Und dann so einen krassen Run zu hitten, ey. Ja, kurz. Nein, das Orb. Das Orb! Du tust jetzt ab zur Arbeit. Viel Glück mit dir. Ey, Kerem, ich wünsche dir ganz viel Spaß auf Arbeit. Ja, ich habe eigentlich nur auf den Moment gewartet, bis Dragoon weg ist. Mach Warthog Strat. Ah, ihr meint, dass ich jeden Run jemanden dedicaten soll? Dann für Olaf Scholz. Der Attempt ist für Olaf Scholz, der die Dönerpreise runtermacht. Ja, konnte nicht klappen. Mach einen Attempt für Crazen. Nee, für den mache ich keinen Attempt. Also, wir machen nur Attempts für coole und Leute, die okay sind. Ja, ich bin da noch nie gestorben. Ja, ist ein bisschen warm. Muss man gleich den Pullover ausziehen. Pullover ausziehen. Vielleicht spiele ich ja dann besser. Ja, was ist eigentlich jetzt hier gerade los? Du darfst das Level vor 21:30 Uhr net bieten, weil sonst verpasst Kerem die Completion. True. Deshalb throwen wir für Content, bis er wieder da ist. Wo würdest du am liebsten Urlaub machen? Oh, das ist eine schöne Frage. Natürlich Japan, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon sehr lange mein Kindheitstraum mäßig, da mal zu sein. Ich würde sagen Japan. Sehr cooles, ich wollte gerade sagen, sehr cooles Level. Ja, Japan, richtig geiles Level, Freunde. Ah, jetzt, wo wir schon bei Japan sind, müssen wir natürlich auch die Frage klären, was ist denn so euer Lieblingsanime, Leute? Haut mal raus. Also ich, ganz klar One Piece. Ich bin übelst der One Piece Fanatiker. Ich gucke mir jede Theorie an. Ich gucke mir jedes One Piece Theoretiker Video an, falls ihr den kennt. Beyblade, Alter. Geil. Mushoku Tensei. Habe ich leider nicht geschaut. Inuyasha. Klar kenne ich Inuyasha. Ich rewatche actually One Piece gerade zum 3. Mal mit meiner Freundin, damit sie endlich das auch mal gesehen hat. Mag ich... Das ist mein Lieblingsanime, was soll ich hier sagen? Mann, Junge, ich bin fucking verhungert, Alter. Aber New Best, Freunde, let's go. 66%. 10 Runs Full Concentration. Und ich will mit euch labern. Okay, 10 Runs Full Concentration. Ich lasse mich nicht von euch ablenken. Nein. Oh, Mann. Fuck. Ey, Leute, ich habe wirklich alles angespannt für euch. Aber wenn ich wirklich Full Focus bin, dann passe ich die erste Wave. Ihr habt's gesehen, jemand im Chat meinte, ich soll ein paar Attempts Full Focus machen. Und plötzlich lief's wie von selbst. Ich kam wieder bis 66%, doch direkt danach passierte etwas, womit ich absolut nicht gerechnet hätte. Hui. Bin so aufgeregt. Scheiße. Let's go! Let's fucking go! Oh my fucking God! Woo!
Let's fucking go! Oh mein fucking Gott. Holy shit. Cataclysm ist done. Ey, danke Leute für die ganzen GGs und dass ihr mich angefeuert habt. Seit Anfang an. Es ist einfach fertig. Dass ich das einmal erleben darf, ey. Das allererste Extreme. Ihr müsst dabei bedenken, das sind noch Attempts von ein paar Jahren. Deshalb sind die hier ziemlich viel. 6.724. Da sind wir bei 10.242 Versuchen. G fucking G. Und als nächstes gehen wir Allegiance an. Ich hatte sehr viel Spaß, hat mega viel Bock gemacht. Macht euch einen schönen Abend, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.